Im Jahr 1933 formulierte der britische Astrophysiker Edward Arthur Milne das kosmologische Prinzip: Das Universum ist auf großer Skala annähernd homogen und isotrop. Es hat die Struktur eines leuchtenden Schwamms, durchzogen von großen dunklen Räumen. Hier sehen wir einen Vergleich zwischen der Skalierung des Kosmos und der Skalierung eines Algorithmus, dem Apfelmännchen von Benoit Mandelbrot. Das legt die Vermutung nahe, dass man Algorithmen finden kann, die die Welt auf allen Skalen beschreiben können. Wir wollen hier untersuchen, warum das so ist. Um Wissen zu generieren, bedarf es des induktiven Schlusses. Wir sammeln Erfahrungen in unserer Umwelt und schließen daraus auf noch Unbekanntes. Dabei gehen wir intuitiv davon aus, dass ähnliche Ursachen auf allen Skalen ähnliche Wirkungen erzielen. Das nennen wir Hypothesen. Manche nennen es auch schon Theorien, obwohl das irreführend ist. Eine Hypothese ist noch kein Wissen, da unsere Verallgemeinerungen Beschränkungen erfahren können. Eine Hypothese kann man nicht logisch beweisen, denn Logik beruht auf Bewertungen von Aussagen. Erst wenn eine Hypothese eine vielfache Bestätigung durch die Praxis erfahren hat, erhalten wir Gewissheit. Dann können wir unser Wissen in eine abschließende Theorie gießen. Das Gegenteil von Gewissheit ist Ungewissheit oder optimistisch formuliert Wahrscheinlichkeit. Aus Ungewissheiten lässt sich kein gesellschaftlicher Nutzen ziehen. Der Glaube ist jedoch Unwissenheit. Wissen beginnt, wo der Glaube endet. Wenn ich glaube, verlasse ich mich auf Aussagen, die ich nicht überprüfen kann oder nicht überprüfen will. Wissen anzueignen und damit zu denken, ist eine mühevolle Angelegenheit. Sollen sich doch andere mühen, wenn ich Spaß haben kann. Menschen verhalten sich oft irrational. Gläubige Menschen vertrauen oft Irrtümern oder Lügen, weil Lügen attraktiver und spektakulärer erscheinen als fade Fakten. Das Spektakuläre fasziniert. Wie soll dann zwischen Glauben und Wissen eine Harmonie hergestellt werden? Abgabe von Kompetenz birgt immer die Gefahr, betrogen zu werden. Der Makrokosmos wurde im 20. Jahrhundert mit Einsteins Relativitätstheorie, besser Hypothese, beschrieben, welche die Relativisten mit viel Aufwand immer wieder zu beweisen suchten. Auch alle Ehrungen mit Nobelpreisen für den Urknall täuschen jedoch nicht darüber hinweg, dass diese Hypothese nicht die Realität beschreibt. Mit der Relativitätstheorie wurde indirekt der Beobachter in die Physik eingeführt. Damit standen Raum und Zeit im Zentrum der wissenschaftlichen Betrachtung. Aber anstelle Raum und Zeit als Ordnungsrelation zwischen Beobachter und Umwelt zu erkennen, hat Einstein sie als physikalische Eigenschaften zu deuten versucht. Einsteins Vorstellung über Relativität findet man schon bei Arthur Schopenhauer, der von sich behauptete, Kants Kritik der reinen Vernunft mit seinem Werk Die Welt als Wille und Vorstellung zu vollenden, wodurch er den materialistischen Ansatz Kants durch einen subjektiv-idealistischen ersetzte. Dadurch, dass Raum und Zeit von Relativisten als voneinander unabhängig angesehen werden und sie damit einen Hyperraum zu konstruieren versuchen, haben sie ein Problem, die Bewegung von Teilchen zu erklären. Denn Bewegung ist nur in der Zeit wahrnehmbar und für zwei entfernte Ereignisse kann man keine absolute Gleichzeitigkeit mehr definieren.
Damit wird es auch unmöglich, einen absoluten Anfang der Zeit zu definieren. Ob er nun 13,8 Milliarden Jahre zurückliegt oder anderen Datums ist. Sobald man ein Datum festlegt, provoziert man sofort die Frage: Und was war davor? Doch das größte Problem haben Relativisten damit, dass sie sich auf Newton berufen und die Gravitation, gebunden an die Geometrie des Raumes, als einzige Kraft zur Erklärung kosmischer Bewegung verallgemeinern. So brauchen sie Gravitationsmonster wie etwa mysteriöse schwarze Löcher, um Kräfte zu erklären, die elektrische Kräfte ohnehin entwickeln. Die Physik würde in den schwarzen Löchern verrückt spielen, behaupten Relativisten. Nicht die Physik spielt verrückt. Diese bietet einfachere Erklärungen für kosmische Phänomene an, als Astrophysiker akzeptieren wollen. Kräfte sind Vektoren, sie haben einen Betrag und eine Richtung, und sie werden in Einheiten von Newton gemessen. Physikalisch gibt es keinen Unterschied zwischen verschiedenen Kräften. Eine elektrische Kraft ist nur viel, viel stärker als die Gravitationskraft. Der Unterschied geht auf Kosten der Ionisation, nämlich der Ladungstrennung. Wir wissen, dass Ladungstrennung durch elektromagnetische Strahlung hervorgerufen wird und dass eine neutrale Masse in der Realität nicht neutral ist, da die Ladungsverteilung nie völlig symmetrisch ist. Der Grund dafür ist die Natur der Materie mit dem Unterschied in der Massenverteilung zwischen negativer und positiver Ladung. Dieser beträgt rund das 1800-fache. Die Bewegungsgleichungen der elektrischen Ladungen sind die Maxwell'schen Gleichungen. Sie beschreiben einen Schwingkreis, dessen Verhalten von der Umwelt abhängt. In der Gitterstruktur von Leitern bewegen sich nur die Elektronen, aber im Vakuum bewegen sich auch die Ionen. Wir nehmen Maxwells Gleichung als Ausgang unserer Überlegungen. Nur verzichten wir auf die Lorentz-Transformation, auf eine Betrachtungsweise, die den Charakter der Gleichung zerstört. Dabei erinnern wir uns an einen Satz aus Papst Franziskus' Enzyklika aus dem Jahr 2015. In einem Universum, das aus offenen Systemen gebildet ist, die miteinander in Kommunikation treten, können wir unzählige Formen von Beziehung und Beteiligung entdecken. Wenn wir nun die Stromquelle in den Eingang des Systems verschieben und die Strahlung als Entropie verstehen, die abgeführt wird, erhalten wir eine neue Qualität. Wie solche offenen Systeme funktionieren, hat Ilja Prigozhin beschrieben. Um es zu verstehen, müssen wir die Schöpfungsgeschichte neu erzählen. Dazu gehen wir zu unseren sprachlichen Wurzeln zurück, die da indisch sind und in Sanskrit aufgeschrieben wurden. Dort wird die Welt symbolisiert durch 3 Gottheiten mit Schöpfung, Erhalt und Zerstörung beschrieben. In einem offenen demokratischen System gab es schon vor den Griechen Gewaltenteilung. In einem geschlossenen System wächst die innere Entropie, sagt der ungeliebte zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der die vermeintlich göttliche Symmetrie bricht, wie die Physiker glauben. Betrachtet man die Änderung der Gesamtentropie eines Systems, so ergibt sie sich aus den Änderungen von Eingangs- minus Ausgangsentropie plus innerer Entropieänderung. Daraus ergibt sich die Gesamtentropieänderung als Summe der Änderung der inneren plus äußeren Entropie. Nun kann man für ein offenes System 3 Änderungsmöglichkeiten der Systementropie erkennen, falls die externe Entropieänderung kleiner 0 bleibt. Wenn die externe Entropieänderung dem Betrag nach größer als die interne Entropieänderung ist, baut sich eine innere Ordnung auf. Man kann von Schöpfung sprechen. Wenn die externe Entropieänderung dem Betrag nach gleich der internen Entropieänderung ist, dann bleibt die innere Ordnung erhalten. Wenn die externe Entropieänderung dem Betrag nach kleiner als die interne Entropieänderung ist, dann zerfällt die innere Ordnung. Sie wird zerstört. Geschieht das sehr schnell und sind die Grenzen des Systems nicht durchlässig,
dann kommt es zur Explosion. Falls jedoch die externe Entropieänderung größer als die interne Entropieänderung ist, kann die Ordnung auch nicht mehr aufrechterhalten werden. Damit hat Prigogine die Schöpfungsgeschichte in eine mathematische Form gebracht. Nun müssen wir noch verstehen, was Entropie bedeutet. Entropie ist salopp gesagt der Müll, den das System nicht verwerten kann. Zur Entstehung eines Sterns muss die externe Entropieänderung dem Betrag nach größer als die innere sein. Und ein Stern muss folglich im thermodynamischen Gleichgewicht sein, um über sehr lange Zeiten existieren zu können. Er muss die gleiche Energiemenge aufnehmen, die er durch Strahlung wieder abgibt. Wo diese Energie herkommt, wollen wir im nächsten Teil untersuchen. Hier stellen wir erst einmal die Frage, wie es zur Struktur des Kosmos kommt. Dass kosmische Bewegungen axiale Symmetrie aufweisen, haben wir bereits im ersten Teil festgestellt. Mit einer zentralsymmetrischen Kraft wie der Gravitation ist diese Bewegung nicht erklärbar. Entlang solcher Achsen müssen elektrische Potentiale vorhanden sein, die um sich herum Magnetfelder aufbauen. Die Lösung einer axialsymmetrischen Potentialgleichung liefert die Bessel-Funktion. Uns ist das Bild der Anordnung von Eisenpfeilstäben bekannt, aber kaum jemand hat sich darüber Gedanken gemacht, warum sie sich in konzentrischen Ringen anordnen. Sie folgen genau den Maxima einer Bessel-Funktion. Die gleiche Struktur kann man an einer Aurora Borealis bei ruhiger Atmosphäre beobachten. Auch hier ergibt sich ein konzentrisches Muster, nur besteht es aus einem glimmenden Gas der Hochatmosphäre. An der Schwelle des 20. Jahrhunderts zog der norwegische Physiker Christian Birkeland in den hohen Norden seines Landes, um die elektrische Natur der Aurora Borealis zu studieren. Mittels eines Versuchsaufbaus stellte er die Verhältnisse im Labor nach und konnte so als erster die Skalierbarkeit von Plasmaphänomenen nachweisen. Diese bahnbrechenden Ergebnisse fanden jedoch zu seinen Lebzeiten kaum Beachtung. Erst mit Beginn der Raumfahrt in den 60er Jahren wurden Birkelands Entdeckungen bestätigt. Ihm zu Ehren wurden die kosmischen elektrischen Ströme Birkeland-Ströme genannt. Charakteristisch ist, dass parallele Ströme von Ionen sich helixartig um eine gemeinsame Achse winden. Dabei stehen zwei Kräfte, die elektrische Coulombkraft und die magnetische Lorentzkraft, senkrecht aufeinander. Zusätzlich wirkt eine dritte Kraft, die die einzelnen Plasmastränge zusammenpresst, damit sie nicht auseinanderdriften. Sie wird als Z-Pinch-Kraft bezeichnet. Diese Ströme können zu riesigen Dimensionen anwachsen und auch Himmelskörper, ja selbst Galaxien mit sich fortreißen. Betrachten wir den Streit um das Interferometer-Experiment von Michelson und Morley im Lichte des Birkeland-Stroms, so entscheidet sich dieser heutzutage gegen die Relativisten. Das Ergebnis war in jedem Falle positiv, nur war es unverständlich. Das Ergebnis war zu gering, als dass es die Erdrotationsgeschwindigkeit von 35 km pro Sekunde bestätigen konnte. Dalton Miller, der mit Morley die Experimente vom Laborkeller auf den Mount Wilson verlegte, um den Einfluss des Erdfeldes zu entgehen, erhielt mit 208 km pro Sekunde ein viel zu hohes Ergebnis für das damalige Verständnis, sodass Einstein seine Messungen als Folge eines Temperatureffektes abwies. Außerdem fand Miller heraus, dass die Bewegung des Ätherwindes annähernd in Richtung des Himmelssüdpols wies. Heute wissen wir, dass die Sonne mit allen Planeten mit einer Geschwindigkeit von 225 km pro Sekunde das Zentrum der Milchstraße in einem großen Birkeland-Strom umkreist. Dabei bewegt sie sich mit den Planeten auf einer helixartigen Bahn, deren Umlauf etwa 25.700 Jahre dauert, wie wir aus der Bewegung der Erdachse und dem Himmelsnordpol entnehmen können. Die Bewegung der Erdachse wurde als Präzession angesehen. Dazu müsste es aber eine Kraft geben, die den Südpol gegenüber dem Nordpol fixieren müsste,
was nicht erklärbar ist. Die Sonne bewegt sich nicht allein in diesem riesigen Strom. Ihr folgt beispielsweise Sirius, den die alten Ägypter zur Synchronisierung ihres Kalenders verwendeten. Messungen der Rotationsgeschwindigkeiten innerhalb verschiedener Galaxien lassen das Wellenprofil einer Bessel-Funktion erkennen, wie dänische Wissenschaftler nachweisen konnten. Die Birkeland-Ströme sind die Grundbausteine der kosmischen Netzstruktur. Licht ist unbeschreibbar ein elektrisches Phänomen, ausgelöst durch einen elektromagnetischen Schwingkreis. Dabei spielen freie Elektronen eine wichtige Rolle. Wo keine Elektronen sind, kann ein Ionenstrom auch nicht leuchten. Dort befindet er sich im Dunkelmodus. Astrophysiker vermuten dort eine mysteriöse dunkle Materie, deren physikalische Eigenschaft ihnen unbekannt und rätselhaft ist. Andererseits beobachten wir überall zwischen den Sternen ein leuchtendes Plasma, bestehend aus Gasen wie Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff. Dabei nimmt der Wasserstoff die entscheidende Position ein, sodass man davon ausgehen kann, dass der Hauptbestandteil der Ionenströme Protonen sind, die mit neutralen Gasen zusammentreffen. Die vorgefundenen Gase ionisieren und selbst durch Rekombination mit Elektronen zu glimmen beginnen. Diese Erscheinung bezeichnen wir als Glimmmodus. Nehmen die Stromstärken über eine bestimmte Schwelle zu, erfolgt eine kollektive Entladung in Form eines elektrischen Lichtbogens. Dieser Modus wird als Bogenmodus bezeichnet. Nur infolge dieser 3 Modi sehen wir die vielfältigen Leuchterscheinungen am Himmel. Jedoch ist bisher rätselhaft, warum es überhaupt zu einer großräumigen Ladungstrennung im Kosmos kommt. Damit wollen wir uns in einem dritten Teil beschäftigen. Bleiben Sie schön kritisch, bis bald.